Wenn dein Kopf einfach nicht mehr aufhören will zu denken, zeige ich dir heute, warum das völlig normal ist und wie du lernst, immer wieder freundlich zu ihm zurückzukommen, ohne gegen deine Gedanken kämpfen zu müssen. Denk einfach mal an nichts. Kennst du diesen Rat? Ehrlich? Ich hab's probiert. 5 Sekunden lang Stille. Dann, was war noch mal gestern? Was ist morgen? Habe ich noch Klopapier? Und dass ich doch eigentlich an nichts denken sollte. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt denke ich an alles gleichzeitig. Plus das gescheiterte Nichtsdenken obendrauf. Das Verrückte ist, genau so arbeitet ein gesundes Gehirn. Kapitel 1: Stopp, dein Kopf macht nichts falsch. Viele glauben, innere Ruhe heißt keine Gedanken mehr. Aber dafür ist unser Gehirn schlicht nicht gebaut. Es sortiert ständig Erlebnisse, schätzt die Zukunft ab, löst Probleme, nonstop, auch nachts, auch beim Zähneputzen. Deshalb scheitert der gut gemeinte Rat: denk einfach an nichts. Bei fast jedem. Wenn du es auch schon probiert hast und nach 3 Sekunden wieder mittendrin warst, willkommen im Club. Wir haben Kekse und viele Gedanken. Dein Kopf ist ständig beschäftigt. Gedanken zu produzieren ist sein Job. Kapitel 2: Sort. Das Ziel ist nicht, keine Gedanken zu haben. Vielleicht liegt genau hier der Denkfehler. Das Ziel ist nicht, Gedanken zu stoppen. Das Ziel ist, ihnen nicht hinterherzulaufen. Stell dir einen Bahnhof vor. Ständig fahren Züge ein. Du musst nicht in jeden einsteigen. Auch nicht in den, der „Habe ich die Herdplatte ausgemacht?" heißt. Gedanken dürfen auftauchen und einfach weiterfahren. Du musst Gedanken nicht stoppen. Du musst ihnen nur nicht folgen. Kapitel 3: Step, das 2-Minuten-Experiment. Probier heute mal etwas anderes. Nicht, ich denke jetzt an nichts, sondern ich schenke meinem Kopf 2 Minuten freundliche Aufmerksamkeit. Schau aus dem Fenster, beobachte die Blätter oder die Regentropfen an der Scheibe, riech den Duft von frischem Kaffee, spür den Wind auf deiner Haut oder hör einfach den Vögeln zu. Nicht um Gedanken zu vertreiben, sondern damit dein Kopf etwas hat, woran er sich freundlich festhalten kann. Und ja, nach 10 Sekunden bist du vermutlich wieder bei der Steuererklärung. Das ist kein Rückfall, das ist der Plan. Du musst nicht neu anfangen. Und du musst dich nicht ärgern. Du kommst einfach zurück. Zum Fenster, zum Kaffee, zum Wind. So oft, wie es nötig ist. Denn Abschweifen gehört nicht zum Scheitern. Es gehört zur Übung. Das ist kein Rückfall. Das ist der Plan. Fazit: Du musst deinen Kopf nicht leer machen. Es reicht, ihm zwischendurch etwas Echtes zu schenken. 2 Minuten. Ein Blick aus dem Fenster, der Duft von frischem Kaffee, der Regen auf der Haut. Und wenn deine Gedanken abschweifen, was sie werden, ist das kein Fehler. Komm einfach zurück. Zum Blick aus dem Fenster, zum Duft des Kaffees, zum Geräusch des Regens oder zu dem Wind auf deiner Haut. So oft, wie es nötig ist. Vielleicht muss dein Kopf also gar nicht lernen, weniger zu denken. Vielleicht reicht es, wenn er lernt, immer wieder freundlich zurückzukommen. Wenn dein Kopf an manchen Tagen gar nicht mehr zur Ruhe kommt, habe ich dazu schon einmal eine kleine Übung gezeigt, die vielen Menschen hilft, wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Die findest du hier. Bis zum nächsten Mal.